Um Gegenstände in der Enfusion Engine für Arma Reforger zu animieren, sind einige zusätzliche Schritte nötig, die leider nicht selbsterklärend sind. Anfänger wie ich sind damit schnell überfordert. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, was ich bisher über Procedural Animations in der Enfusion Engine herausfinden konnte. Ihr lernt, wie ihr euer Mesh mit den Bones in der Enfusion Workbench importieren und wie ihr beides animieren könnt, um es in Reforger zu nutzen. Ich bin Sebastian, willkommen zurück bei Instant Arma. Wir beginnen in Blender. Prüft, ob ihr die richtige Version von Blender und die Enfusion Tools installiert habt. Falls nicht, habe ich euch ein Tutorial in der Videobeschreibung verlinkt. Euer Mesh sollte bereits mit Bones verbunden sein. Ist das noch nicht der Fall, fügt eurer Szene wie in diesem einfachen Beispiel ein Armature-Objekt samt Bone hinzu. Richtet den Bone entsprechend der gewünschten Animation aus und verbindet den Bone mit dem Mesh, indem ihr zuerst das Mesh und dann mit Steuerung den Bone auswählt. Anschließend verbindet ihr den Bone mit dem Mesh über den Menüpunkt Object, Parent, Armature Deform with Automatic Weights. Prüft die Verbindung des Bones mit dem Mesh, indem ihr das Armature-Objekt auswählt, in den Pose-Mode wechselt und den Bone bewegt. Das Mesh sollte sich jetzt mitbewegen. Ihr könnt auch das Mesh im Object-Mode auswählen und in den Weight-Paint-Modus wechseln. Alle Teile des Meshs, die mit dem Bone verbunden sind, sollten rot eingefärbt sein. Ist das Mesh blau, habt ihr einen Fehler gemacht. Dann schaut euch zum Thema Rigging das in der Videobeschreibung verlinkte Tutorial an. Nun ruft mit der Taste N die Enfusion Tools auf und bringt mit der Schaltfläche Sort Objects Ordnung in euer Projekt. Der Schritt ist nicht notwendig, aber ihr solltet euch diese Arbeitsweise gleich angewöhnen. Als nächstes exportiert ihr euer Objekt im FBX-Format. Auf Exporteinstellungen gehe ich in einem anderen Tutorial ein. Für dieses Tutorial sind die Standardeinstellungen ausreichend. Öffnet nun euer Projekt in der Enfusion Workbench oder erstellt euch ein neues Projekt. Die FBX-Datei kann einfach per Drag and Drop in euer Projekt importiert werden. Wählt die Option As Model. Enfusion konvertiert euer Modell in eine XOB-Datei. Das ist eine binarisierte Version eures Modells. Außerdem entsteht eine TXO-Datei, das ist eine Textversion eures Modells. Beide Dateien sind in der Workbench mit der Original-FBX-Datei verbunden. Wenn ihr die XOB-Datei nun mit einem Doppelklick öffnet, bekommt ihr eine 3D-Vorschau des Objekts zu sehen und erhaltet Informationen zu diversen Eigenschaften, wie zum Beispiel Materials, LODs, Meshes, Colliders und Bones. Offensichtlich wurde unser Bone nicht mit importiert, obwohl er in der FBX-Datei enthalten war. Ihr müsst hierfür die Import-Settings des Objekts ändern und das Objekt erneut importieren. Aktiviert für den Bone-Import den Haken bei Export Skinning und startet anschließend den Reimport. Jetzt steht der Bone für unser Modell zur Verfügung. Um nun unser Objekt mit Hilfe des Bones animieren zu können, öffnen wir den Procedural Animation Editor. Hier können wir Node-basierend unsere Animationen erstellen. Diese Animationen basieren auf einer dynamischen Signalverarbeitung. Diese Signale können später zum Beispiel durch Ingame-Aktionen ausgelöst werden. Wie solche Aktionen erstellt werden, zeige ich euch in einem zukünftigen Tutorial. Als erstes erstellen wir uns ein neues Animationsprojekt innerhalb unseres Mod-Projekts. Als nächstes fügen wir 4 Nodes zu unserem Projekt hinzu und verbinden die Nodes miteinander. Der erste Node ist ein Signal-Node. Hier werden die Signale definiert, die später die Animationen steuern. Öffnet das Signal per Doppelklick und fügt einen Input- und einen Output-Node hinzu. Verbindet beide Nodes und speichert das Signal. Zurück im Animations-Projekt fügt nun den Bone-Node hinzu, sowie die Nodes Rotation Make und Rotation Set. Verbindet nun die Nodes wie hier zu sehen. Wir bestimmen über unser Signal, um wie viel Grad auf welcher der 3 Achsen unser Bone gedreht werden soll. Diese Rotation wird mit Hilfe des Bones auf unser Mesh angewendet. Als nächstes wählt ihr im Preview-Fenster euer Modell aus. Erst mit dem ausgewählten Modell könnt ihr im Bone-Node den richtigen Bone auswählen. Der Modell-Preview funktioniert nicht immer. Legt erst alle Nodes fest, bevor ihr das Modell im Preview auswählt.
Über den Signalnode könnt ihr nun testweise den Signalwert verändern, um zu prüfen, ob eure Animation funktioniert. Setzt hier die richtigen Min- und Max-Werte, sonst ist die Drehung nur um 1 Grad möglich. Manchmal funktioniert die Vorschau nicht sofort. Dann schließt euer Animationsprojekt oder gleich den ganzen Procedural Animation Editor und öffnet danach beides wieder. Um Abstürze zu vermeiden, solltet ihr alle offenen Dateien im Procedural Animation Editor schließen, bevor ihr den Editor über das X schließt, da sonst das Programm abstürzt. Das war's. Wir haben erfolgreich eine einfache Animation für unser Objekt im Procedural Animation Editor definiert. Ihr könnt nun die Animation über das Ansteuern der Signale manipulieren. Aber das war nur der Anfang und es gibt noch viel in der Infusion Workbench zu entdecken und zu lernen. Wenn wir alle am Ball bleiben und uns nicht entmutigen lassen, werden wir und die Community in Zukunft mit tollen Mods und Game Modes belohnt. Wie ihr die Animation in-game für ein Asset auslösen könnt, zum Beispiel über eine Aktion, das zeige ich euch in meinem nächsten Tutorial. Außerdem schauen wir uns an, wie ihr die Geschwindigkeit der Animation kontrollieren könnt. Alle meine Referenzen, wie Links zum Reforger-Wiki oder zu anderen Tutorials, findet ihr in der Videobeschreibung. Nutzt gern die Kommentarfunktion, um Fragen zu stellen oder zusätzliche Informationen und Tipps zu teilen. Wenn das Video nützlich war und euch weitergeholfen hat, hinterlasst gern ein Abo und einen Like. Ihr seid alle herzlich auf meinen Discord-Server eingeladen. Lasst uns gemeinsam das Beste aus dem Arma-Franchise holen und die Zukunft von Arma Reforger und Arma 4 mitgestalten. Oder geht noch einen Schritt weiter und unterstützt mich auf Patreon und Steady. Ich werde versuchen, alle Investitionen in etwas umzuwandeln, das ich euch zurückgeben kann. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, macht's gut!